Überleben optional. Süders Wochenbericht vom 16. bis zum 22. Februar 2026. Vertrauensbruch. Hallo Einsatzleitung, bitte komm. Herz hat Prison Island geradet. Habe ich jetzt eure Aufmerksamkeit? Gut, dann bleibt ruhig. Bevor ihr irgendwer die blaue Armbinde verbrennt, ich erkläre euch gleich, was wirklich passiert ist. Hier ist wieder euer ersetzbares Crewmitglied Nummer 371. Diese Woche fühle ich mich wie ein Spiegel mit Riss. Alles sieht vertraut aus, aber irgendwas ist falsch zusammengesetzt. Es war eine Woche, in der außer Täuschung Rache wurde, in der Schmetterlinge stachen und in der plötzlich jemand in roter Sanitäteruniform mit blauer Armbinde auf Prison Island stand und raidete. Nur, dass in der Uniform nicht Herz steckte, sondern jemand, der dachte, das sei alles nur Stoff ohne Verantwortung. Es wurde eskaliert, es wurde getäuscht und Vertrauen gebrochen. Also bleibt dran, denn nicht alles, was vertraut wirkt, ist es auch. Hier kommt Folge 12. Montag, der 16.02.2026, die Karma-Granate von Nizhnoye. Der Montag fing ausnahmsweise mal so an, wie man sich in Tschernaros in einem naiven Moment alles wünscht. Mit einer Spende. Zeltspende und ein Rucksack von Cripsy fein säuberlich im Camp in Frigorodki hinterlegt. Danke dafür. Wirklich. Wenn man schon permanent damit rechnen muss, dass einem jemand den Turm unter dem schlafenden Hintern abbaut, dann fühlt sich sowas schon fast an wie Wellness. Und dann kam der Teil, wo Tschernaros einfach wieder Tschernaros-Dinge tat. Gravedigger meldete, dass er in Beresino direkt am Camp von jemandem in schwarzer Feuerwehruniform erschossen worden war. Nicht irgendwo im Wald, nicht aus Versehen, am Camp, während er Zeug einräumte. Dienst nach Vorschrift mit tödlichem Ausgang. Herz war in der Gegend und plötzlich standen zwei Erklärungen im Raum, beide gleich unerquicklich. Entweder es war der schwarze Feuerwehrmann, der schon Tage zuvor in der Gemeinschaftsgarage herumgegeistert war und Kisten stahl, der Guantemalteke, oder aber, noch weniger erbaulich, es war das Duo aus Novo, Feuerwehrmann und Kumpel mit Gilikopf, die von dort in Richtung Svetlojarsk gezogen waren, den Turm dort testen wollten, bei Riffy das Gefecht mit Arthur und Mentor gehabt hatten und nun konsequent bis Beresino weitergelaufen sein konnten. So oder so, das war keine Panne mehr. Das war Absicht. Herz hörte dann Schüsse in Oberbeere, folgte ihnen und er mit Armbrust und Jagdgewehr, also mit exakt der Sorte Bewaffnung, die in Tschernaros immer dann ausreichen musste, wenn man sie am wenigsten gebrauchen konnte. Dafür hatte sie Erfahrung am Krankenhaus dort. Sie brachte sich in Position, schaute hoch und sah auf dem Krankenhausdach tatsächlich den Schützen in schwarzer Feuerwehruniform. 2 Leute in Bewegung, einer davon mit Gilikopf. Danke Universum für die Bestätigung, es waren also die beiden Leute aus Novo, die potenziellen Maulwürfe. Und wenn das die beiden waren, dann war das Abhören vom Funk ein verdammt realistisches Risiko. Herz meldete es an Jay, man versuchte das Krankenhaus zu belagern. Herz gab einen Schuss ab, traf aber nicht und die Täter verschanzten sich erstmal. Und dann, wie immer, wenn man dachte, jetzt haben wir sie, irgendwann waren sie einfach nicht mehr da. Keine großen Geräusche, verschwunden, wie in Luft aufgelöst. Unten sicherten Herz und Jay dann Gravediggers Sachen und liefen dabei in eine völlig andere Nummer. Ein anderes Bambi kam dazu, griff Gravedigger wieder an, machte ihn platt, Jay erwischte den Angreifer. Das waren nicht die Krankenhaustypen, das war eher wieder eine Begegnung der Kategorie Tschernaros liefert dir noch eine extra Begegnung, weil du gerade ja noch nicht genug Mist erlebt hast. Und dann kam der Teil, wo wir versuchten, schlauer zu sein als unser Funk. Weil klar war, wenn die zuhörten, wussten sie alles. Also gab die Gruppe bewusst falsche Funksprüche mit Codes raus, so nach dem Motto, ja, Ausrüstung wird in Solnitschny gesichert, während Herz, Jay und Gravedigger sich schon im Camp in Nizhnoye in Position brachten, um die beiden abzufangen. Sie würden sich so eine Gelegenheit nicht entgehen lassen. Klassische Ködernummer. Es gab Sichtungen, Spuren, dieses Gleich haben wir sie Gefühl und dann wurde es Nacht. Die Spur brach ab und plötzlich waren die Täter nicht mehr gejagt, sondern Herz und ihre Freunde. Jay und Ultra wurden erwischt. Gravedigger hatte sich auf Herzrat in eine Kirche verschanzt. Sie zog ihre rote Sanitäteruniform aus, weil leuchtendes Ziel gerade mitten in der Nacht war nicht das, was sie verkörpern wollte. Und am nächsten Morgen in der Dämmerung suchte sie ihre versteckte Ausrüstung im Busch und sah es zum Glück rechtzeitig. Das Zeug war mit Stolperdraht und einer Sprenggranate gesichert. Eine Falle. Wie reizend. Herz nahm die Granate an sich und gab sie Ultra für den Kampf, von dem alle überzeugt waren, dass er noch kam. Parallel dazu tauchte Basti mit dem Boot auf. Er sah einen fremden Spieler in seiner Nähe, der nicht redete. Und dann machte Tschernaros diese kleine Gemeinheit. Der Fremde rannte weg. Basti rief stehen bleiben, als ob das jemals in der Geschichte dieses Landes funktioniert hätte, und schoss dem Flüchtenden in den Rücken. Tot. Basti hatte sofort Schuldgefühle, war überfordert, redete sich ein, das sei bestimmt irgend so ein unschuldiges Schwein gewesen. Herz nickte. Vielleicht konnte er nicht reden, vielleicht hatte er es versucht, aber der Funk hatte versagt. Das Ergebnis blieb Kampfsituation, Nerven blank. Und wenn Nerven blank waren, wurde die Zündschnur kurz.
Dann wurde im Industriegebiet auf einem Tech-Gebäude ein Schütze gesichtet, der sogar ein zufälliges Bambi vom Dach wegpflückte. Das Gebäude war belagert. Jay dort beim Stürmen vom Schützen erwischt. Gravedigger war dabei. Es brauchte eine Strategie. Als man dann das Gebäude stürmen wollte, war es leer. Die Maulwürfe waren weg. Unsere Fachsprache dafür war bekanntlich, sie haben sich ausgelockt. Und genau da entstand der Plan, der gleichzeitig genial und maximal moralisch fragwürdig war. Die Karma-Granate von Nish Neue. Ultra spendierte Gravedigger die Granate, die sie von Herz bekommen hatte. Gravedigger machte sie scharf, setzte sich genau neben die Stelle im Tech-Gebäude, an der man vermutete, dass die beiden sich ausgelockt hatten. Jay versteckte sich, um den Rücken zu decken. Herz hatte sinngemäß gesagt, eigentlich müsste man passiv mit einer Sitzblockade arbeiten und Transparenten. Keine Gewalt gegen Einsatzkräfte. Und Gravedigger nahm das wörtlich, zu wörtlich, nur halt mit einer scharfen Granate in der Hand statt mit einem demonstrativen Schild. Er wurde zum passiv-aggressiven Agro-Digger mit entsicherter Granate. Und dann passierte es wirklich. Der Erste erschien wieder. Wir nannten es Einlocken und sah den sitzenden Gravedigger. Und wie das so ist, er schoss sofort. Kein Reden, keine Kontaktaufnahme. Gravedigger starb. Aber die Granate tat, was eine Karma-Granate eben tat. Sie fiel aus der Hand und explodierte in einem ohrenbetäubenden Knall. Der Schütze ging K.O. Jay stürzte aus ihrem Versteck, legte nach und im exakt richtigen Moment tauchte der zweite Überlebende mit dem Gilly direkt vor ihr auf. Jay drückte ab, mitten ins Gesicht. Ende der Show. Für den Moment. Natürlich kamen sie als Bambis zurück. Einer zuerst. Der wurde gefesselt, redete nicht. Herz war da, versuchte zusammen mit Ultra die Person zu fixieren. Es gab noch Schläge und Gegenwehr und sie stellten sich dabei auch nicht besonders geschickt an, aber am Ende hatten sie die Lage unter Kontrolle. Und dann der Reveal, der sich anfühlte wie ein typischer Plot-Twist mit Nachgeschmack. Vor ihnen stand Schmetterling. Natürlich wollte Herz wissen, warum. Jay und sie hatten den Verdacht bereits gehegt, auch wenn Schmetterling das nicht glauben konnte. Sie sagte, sie seien so oft belagert und ausgeraubt und erschossen worden, da wollten sie den Spieß umdrehen. Herz verurteilte das, nicht weil sie die Wut nicht verstehen konnte, sondern weil sie sich eben ausgerechnet gegen die richtete, die ihnen geholfen hatte. Camps wie Berezino und Svetlojansk zu sabotieren bzw. daran auf Hilfskräfte zu schießen, ging für sie gar nicht. Wenn man aufs Rache Camps angriff, die eben bewusst anders sein wollten, war man eben genauso drauf wie die, die man eigentlich verabscheute. Dann kam wieder ein typischer Tschernerus-Moment. Man wollte Schmetterling eigentlich ziehen lassen. Dann warf sie jedoch Jay noch ein Stück Papier an den Kopf und bei Ultra und ihr riss der Geduldsfaden. Beide schossen. Wer den Kill setzte, blieb unklar. Ergebnis: Schmetterling spawnte wieder in Nish Neue, gemeinsam mit ihrem Freund Sora, der von einem anderen getötet worden war, als er sich zum Ort des Geschehens vorarbeiten wollte. Dort töteten sie den guten Gravedigger gleich nochmal. Herz hatte dann endgültig genug und schoss ihrerseits ebenfalls auf den Bambi. Das musste einfach aufhören. Man sammelte sich am Camp und schließlich kam noch ein weiteres Bambi mit erhobenen Händen. Es stellte sich als Sora heraus und dieses Mal wurde im Haus geredet. Er erklärte das, was Schmetterling auch schon gesagt hatte, betonte aber, dass die anderen in ihrer Gruppe nichts damit zu tun hatten. Für ihn sei das alles ein großes Spiel gewesen. Herz fragte, warum sie so verbittert auf Rache aus waren, dass sie sogar Hilfskräfte wie Gravedigger im Camp erschossen, wenn das alles seiner Ansicht nach nur ein Spiel war. Ja, es mochte für ihn ein Spiel sein, aber die Gefühle waren echt und das Vertrauen zwischen ihnen war es auch gewesen. Sie sagte, dass sie aus Wut genau die angegriffen hatten, die einen Unterschied machen wollten und ihre Hilfe mit Füßen getreten hatten. Es war ihr egal, warum sie den Turm in Svetlojansk aufgebrochen und abgebaut und dort die Zelte zerstört hatten. Das würden sie nicht weiter dulden und es würde Konsequenzen haben, egal an welchem Camp. Man habe sich nur ausprobieren wollen, war die Antwort. Man habe Action gesucht. Schön, sagte Herz suffisant. Hat sich der Turm wenigstens gewehrt? Das saß. Und manch einer fragte sich, ob das wirklich noch die gütige und immer ruhige Herz aus Gold war. Sie glich mehr einem Orkan und hielt eine ihrer legendären Moralpredigten, wie sie schon viele erlebt haben, die Berezino Union und Gravediggers Freund Rudi eingeschlossen. Und ehrlich, Leute, in deren Haut wollte ich nicht stecken. Aber sie war verletzt gewesen. Verletzt, weil sie die Gruppe um Schmetterling sehr, sehr gern gehabt hatte. Wie alle in ihrem Umfeld. Und nun hatten diese Rachegelüste das Vertrauen zerstört. Er räumte am Ende auch ein, dass es ihm leid tat, dass er Gravedigger erschossen hatte. Aber für Herz war die Sache noch nicht geklärt. Man hatte versucht, sie mit einer Granate zu töten, indem man ihre Sachen mit einer Sprengfalle versehen hatte. Und eben diese Granate hatte am Ende den Angreifer getötet. Sie sagte klar, wenn man Camps nicht respektierte, konnte man auch nicht erwarten, von ihnen zu profitieren. Konsequenz: Hilfe wurde zurückhaltender. Sora akzeptierte das. Herz sagte ihm trotzdem: Wenn du irgendwann reden oder dich entschuldigen willst, ich bin da. Bis dahin gehen wir getrennte Wege. Nebenbei überlegte Herz, ob sie wieder eine Blaze tragen sollte. Mit Jagdgewehr und Armbrust konnte man viel Haltung zeigen, aber eher wenig Durchsetzungskraft, wenn es darauf ankam.
Später hörten Yannick, Rio und ich Schüsse in Tschernogorsk. Vom Rathaus aus ballerte ein Trio wild auf alles, was sich bewegte. Sicherheitsrisiko Deluxe. Wir zogen los, beobachteten die Lage und schossen zurück. Yannick erwischte einen, als er die Leiter runterkletterte, verfolgte einen anderen im Haus. Dort bot er ihm nach einem Schusswechsel ernsthaft an: Komm mit erhobenen Händen runter, dann passiert dir nichts. Und Überraschung, der Fremde machte es, wurde gefesselt und zur Rede gestellt. Er stellte sich als Dudel vor. Er fragte sofort, ob Yannick ein Samariter sei. Yannick verneinte, er helfe nur den Samaritern und lasse nicht zu, dass hier auf Bambis geschossen wurde. Hatte er nicht vorgehabt. Yannick glaubte ihm nicht. Unterdessen versuchte sein Freund, sich von hinten an Yannick und Rio anzuschleichen, aber ich war zur Stelle und erwischte ihn von hinten. Der Gefangene sagte, sie hätten nur noch ein bisschen schießen und sehen wollen, was passiere, und das hätten sie ja nun bekommen. Und er nannte das, was die Samariter taten, eine Verzerrung des Spiels. Da war dieser kleine Moment, wo ich innerlich nickte. Wenn du es hart willst, Kumpel, dann verzerre ich dein Spiel eben nicht, dachte ich bei mir. Ich nahm die Ausrüstung seines Freundes, inklusive einiger Nägel, Plattenweste und Waffen, und beschloss, sie Leuten zu geben, für die Respekt für ehrenamtliche Arbeit anderer nicht optional war. Es gab dann noch einen Raid-Versuch bei der BBA, aber nur ein Pfosten wurde entfernt, man merkte es schnell und schloss die Lücke wieder. Basti zog später nach Krona und tat Buße für den Mord am Unbekannten. Auf der Brücke versteckte er 3 Fässer. Es gab einen Raid-Versuch bei ihm, aber die Täter kamen nur ein Tor weit. In der Nacht hoben Kalle und Davos den Stash der Guatemalteken nahe Svetlojarsk aus. Jay und ein nicht näher bezeichnetes Individuum wollten den Stash checken und gerieten in eine Schießerei mit den beiden. Jay schoss einen bewusstlos, wurde dann aber selbst erschossen. Das Individuum wurde getroffen, verlor die Waffe, zog sich zurück. Jay kam mit einem Boot zurück, bekam eine Waffe zugesteckt und sie kämpften weiter, fanden die Raider aber nicht. Papierfetzen deuteten darauf hin, dass Kalle und Davos das Schloss geknackt und einen neuen Code gesetzt hatten. Dann kam die Vorahnung, die Zündkerze im Boot. Jay hatte sie stecken lassen. Das Individuum sprintete ans Ufer und hörte das Boot gerade noch wegfahren. Es schoss hinterher, fror, zitterte, traf später tatsächlich die Zündkerze, aber nicht die Flüchtenden. Sie hatten eine Ersatzzündkerze. Auch Jays Schüsse verfehlten das Ziel, jagten aber den Fliehenden einen großen Schrecken ein. Jay entdeckte ein weiteres Boot. Das Individuum hatte eine Zündkerze. Sie nahmen die Verfolgung auf. Bei Nischneue sahen sie das Boot an Land. Er lag direkt bei der Straße und zielte in die andere Richtung. Der andere wuselte um das Camp von Gravedigger. Leichtes Spiel, eigentlich. Aber das Individuum weigerte sich zu schießen, weil es Campnähe war und keine Anzeichen für ein Raid vorlagen. Also ließen sie die beiden ziehen. So endete der Montag mit einer Spende am Anfang, einer Granate als Moralexperiment in der Mitte, mehreren Toten auf allen Seiten und der Erkenntnis, dass man sich in Leuten täuschen konnte, aber nicht in den Konsequenzen. Dienstag, der 17.02.2026, Ritter und Raids. Der Dienstag begann, wie man das inzwischen kannte, mit Schüssen. In Starisobor hörten Cook, Frax und Sense eine Schießerei, hielten sich aber soweit es geht aus allem raus. Später begegneten Herz, Jay und Ultra in Beresino Ryan, dem Texaner am Camp. Er war zurückgekommen und erzählte, dass er genau bei dieser Schießerei erschossen worden war. Cook, Frax und Sense zogen danach weiter in Richtung Westen. Ultra hatte für Beresino geangelt. Als Herz jedoch am Camp ankam, waren alle Fische wieder verschwunden. Cernorus fraß inzwischen nicht nur Bambis, sondern auch Vorräte. Danach meldete Tom, dass in Silas Schuppen plötzlich eine Kiste fehlte. In einer Erste-Hilfe-Tasche fand er dagegen eine Granate. Eine Granate in der Ersten-Hilfe-Tasche mitten am Camp? Man musste das eigentlich nicht kommentieren. Sie wurde entsorgt. Ein Boot fuhr an Beresino vorbei. Herz winkte. Kurz darauf Schüsse bei Riffy. Zunächst stand die Frage im Raum, waren es die Guatemalteken, die Rache für ihren geplünderten Stash suchten? Am Ende stellte es sich raus, dass es ein Gefecht zwischen Ultra, Jay, Kalle und Davos gewesen war. Deren Stash lag offenbar dort. Auch das behielt Jay zunächst für sich. Strategie, man spielte inzwischen mit Informationen wie andere mit Granaten. Kalle und Davos wurden ordentlich aufgemischt. Als sie als Bambis nach Svetlojarsk zurückkehrten, wurden sie dort erneut erschossen. Diesmal tatsächlich von einem Guatemalteken, der mit seinem Kumpel am Camp auftauchte. Alarmstufe Rot, wieder einmal. Jay, Ultra und Yannick gingen zur Höhle beim Stash, hörten dort Raid-Geräusche und überraschten die Täter. Einer wurde erschossen, der andere gefesselt. Er stellte sich als Poca Romero raus, nicht Paco, aber offenbar sein Freund. Er behauptete, neu zu sein und nicht am Camp geschossen zu haben. Die Beweislage und die Aufnahmen der Helmkamera sprachen eine andere Sprache. Man erklärte ihm ruhig, aber deutlich, dass Camps respektiert werden sollten oder Konsequenzen folgen würden. Zurück am Camp wurde ein Fremder von Selina begrüßt. Kein Name, kein Drama. Er zog weiter. Cernorus ließ einen nie wissen, ob das harmlos oder nur aufgeschoben war. Kalle und Davos kündigten an, Novo erneut raiden zu wollen. Routineankündigung inzwischen.
Aber man fragte sich, ob sie es wirklich tun würden. Herz eröffnete ein kleines Wettbüro in Prigorodki und nahm Wetteinsätze in Form von Nägeln entgegen. Würden sie angreifen und wenn ja, wo? Jamet, Blackline, Kermit, also eigentlich der neue Green, und Tom gingen gemeinsam auf Tour und füllten die Lager auf. Pinky saß im Turm und passte auf. Basti und Yannick hatten einen Unfall. Cripsy hingegen brachte aus Elektro eine Ritterrüstung mit Fackel nach Prigorodki und ernannte sie feierlich zur Flame of Life oder Flame of Light. Man hörte es durch den Helm schlecht. Whisky kam nach 2 Wochen Abwesenheit in Prigorodki an und das Erste, was er sah, war Cripsy in Rüstung mit Fackel. Man konnte sich kaum einen besseren Wiedereinstieg wünschen, oder? Am Ende wurde Whisky von ihm zum Knight of the Round Table geschlagen. Cernarus, was machst du nur mit uns? Kalle und Davos raideten für Herz die Gemeinschaftsgarage in Berezino und sieh da, die gestohlenen Kisten befanden sich tatsächlich dahinter. Als Dank erhielten sie von Herz eine Armbrust. Dann kam der angekündigte Raid in Novo, aber nicht bei den Chicks wie gedacht, sondern bei der Ikea-Base. Ikea selbst war nicht da, nur Yannick und Whisky, frisch geadelt, Jay und der Engel von Novo. Bert half kurz als Kundschafter aus, hielt sich aber zurück. Die 2 Gegner hatten sich eingeschlossen und raideten weiter, als sei das hier die Challenge auf Zeit. Man versuchte zu stürmen, man setzte Granaten und Giftgas ein, nichts. Die beiden blöfften, sie drohten alles zu zerstören, inklusive sich selbst. Ein Ultimatum wurde gestellt. Ich hätte sie einfach machen lassen, sollen sie sich umbringen. Aber die Gruppe lehnte ab, man entschloss sich zu stürmen. Yannick, Whisky und Jay gingen rein, gefolgt vom Engel von Novo und wurden erwischt. Der Engel von Novo war kurz bewusstlos, rappelte sich wieder auf. Last Man Standing. Einer der Gegner war stark angeschlagen durch die Pox-Granate. Er hustete und blutete. Der Engel nutzte einen kleinen Trick. Er verband sich und aß etwas, um eine falsche Position vorzutäuschen. Der Gegner reagierte, sah in die falsche Richtung und der Engel traf aus dem Hinterhalt. Der zweite war so blutarm, dass er umfiel, als er rauskam. Ein letzter Schuss, dann Stille. Es war kein heroischer Sieg, es war ein Überleben in letzter Sekunde. Später stellte sich noch heraus, dass Kala Jays Haus in Chennaya Polana bereits am Vortag geradet worden war. Keine Ahnung von wem, noch so eine offene Baustelle. Und so endete der Dienstag. Man konnte sagen, was man wollte. Langweilig wurde es nicht. Mittwoch, der 18.02.2026. Statisten und Sniper. Der Mittwoch war kürzer, also verhältnismäßig. In Novo kam es zu einem kleinen Raid-Versuch. Nichts Großes, eher ein Wir testen mal die Wendemanöver. Er wurde abgewehrt. Novo stand schon wieder. Man gewöhnte sich fast daran, dass die Basis wie ein trotziges Kind einfach nicht umfiel. In Berezino traf Jay auf Felix. Man begrüßte sich, er war schweigsam, aß etwas, zog weiter, nahm sich allerdings ungefragt eine Pipsi aus Jays Rucksack. Ein Detail, ein kleines. Aber wer Jay kannte, wusste, solche Details verschwanden nicht aus dem Gedächtnis. In Cernarus vergaß man vieles, aber nicht sowas. Herz beobachtete das Ganze aus eigener Entfernung. Sie tat inzwischen oft nichts anderes mehr, beobachten, einordnen, abwägen. Man lernte, dass nicht jede Begegnung laut sein musste, um relevant zu sein. Später in der Nacht tauchte Kalle am Camp auf und erzählte seine Version der Ikea-Raid-Geschichte. Sie hatten angeblich nicht gewusst, dass es Ikea-Space gewesen sei. Zunächst hatten sie an die Berezino Union gedacht und sie waren überzeugt, gegen 6 oder 7 Gegner gekämpft zu haben. Die Realität war etwas nüchterner. Es waren Yannick, Whisky, Jay und der Engel von Novo gewesen. Kein Sechsertrupp, kein episches Verteidigungsbataillon, nur gute Positionen, zahlreiche Selbstmorde per Teamkills mit Granate und der Verteidigerbonus. Am Ende war es einer, der beide holte, der Engel von Novo. Dann wurde es filmisch. In Novo fand ein Videodreh statt, Jays Idee. Eine Erinnerung an die Base. Sie hatte gefühlt halb Cernarus als Statisten angeheuert, um das Bild einer riesigen, lebendigen Novo-Basis zu erzeugen. Es war beeindruckend und leicht größenwahnsinnig, aber irgendwie war das doch auch der Punkt. Herz stellte sich für eine Szene sogar als Sniperziel zur Verfügung, als dramaturgischer Effekt. Niki kam zusammen mit Zwiebel von Modded vorbei, um bei den Dreharbeiten zu helfen. Engagement war da, vielleicht etwas zu viel davon. Und ihrer Ansicht nach waren die Chicks ohnehin verrückt bei dem, was sie da gebaut hatten. Als Herz noch sagte, nein, noch nicht schießen, das ist nur eine Idee fürs Ende, reagierte Niki mit maximaler Pflichtbewusstheit und schoss. Herz ging bewusstlos zu Boden. Zum Glück blieb es dabei, sie wachte wieder auf, schleppte sich in Sicherheit. Man durfte auf das Video gespannt sein, vorausgesetzt die Hauptdarstellerin überlebte weiterhin ihre eigene Regieanweisungen. In der Nacht gab es noch einen Tausch mit Erik von den Saarländern. Autos wurden gewechselt. Erik hatte einen Gunther flott gemacht, die Chicks einen Adder. Man tauschte und dann hatte Erik die erste Panne. Jay half und kurz darauf hatte Jay eine Panne, die Saarländer halfen. So funktionierte es manchmal. Kein Drama, kein Raid, nur gegenseitige Starthilfe. Donnerstag, der 19.02.2026. Funkchaos. Der Donnerstag begann mit einer Funkmeldung von Yannick, die geeignet war, halbe Bürgerkriege auszulösen. Herz hat auf Green geschossen. Gemeint war eigentlich, Herz auf Green wurde geschossen. Gesendet wurde stattdessen maximale Verwirrung.
Ultra musste Green vom Airfield retten. Dort hatte er offenbar schlechte Karten gehabt. Am Ende hatte dann aber Ultra selbst ein Problem, weil sie großzügig 0 negativ gespendet hatte. So großzügig, dass sie das Bewusstsein verlor. Blutspenden mit Konsequenzen. Sie musste abgeholt werden. Später ging Herz mit Tom jagen. Tom und Green grillten Idylle, bis später Tom mit einem der Guatemalteken ins Gespräch kam, falls man das Gespräch nennen konnte. Der Guatemalteke tat, was ein Guatemalteke in dieser Woche offenbar bevorzugt tat. Er scopte auf Tom im Turm. Green erwiderte das Feuer. Der Mann rannte Richtung Elektro davon. Am Camp waren Pinky, Basti und Green. Man füllte gemeinsam Essen auf. Rio kam vorbei, brachte wie immer Sachen und sogar ein NVG für Yannick. Neuigkeiten kamen von den Saarländern. Die Gruppe war inzwischen auf stolze 5 Leute angewachsen. Erik, Chris, Niklas, Alex, Steffen. Sie vermehrten sich offenbar schneller als Kürbisse in Prigorodki. Sie holten Zelte am Camp ab und waren dankbar. Yannick hingegen hatte einen über den Durst getrunken und Aderreifen von Erik geklaut. Und kurz überlegte ich, ihn dafür zu erschießen. Wirklich. Aber ich ließ es. Stattdessen rannte er durch Prigo mit den Worten „Ich bin verrückt". Selbsterkenntnis ist ja der erste Schritt. Kalle erwischte beim Kamenka 2 Überlebende mit schwarzer Armbinde. Waren es Guatemalteken? Man wusste es nicht. Inzwischen sah man überall schwarze Armbinden und Guatemalteken. Im Camp tauchten Bambis auf, Freunde von Kermit, unter anderem Andy. Yannick und Kalle bewarfen ihn mit Kürbissen und auch Herz. Frech, definitiv. Aber immerhin pflanzten sie danach auch welche an, und zwar nicht wenige. Kalle schien Langeweile zu haben, seit Davos verhindert war. Henrik kam mit Green in der Olga zum Brunnen. Also nicht der Henrik, den Herz schon kannte, sondern ein neuer Henrik. Neuer Green, neuer Henrik. Alles klar? Man redete, tauschte sich aus. Andy war da, Herz war da, Green war da. Und dann fragte Henrik, was haltet ihr von Kidnapping? Herz war ob ihrer traumatischen Vergangenheit nicht begeistert, aber sie verstand, dass es spielerisch gemeint war. Wohlstandsdepression und so. Also sagte sie trocken, na gut, ich steig mal bei euch ein und wir schauen, was passiert. Sie fuhren Richtung Elektro. Unterwegs kamen sie an Yannick, Kalle und Basti vorbei. Die reagierten gar nicht. 0. Hätten Green und seine Jungs Herz wirklich entführen wollen, es wäre vermutlich niemandem aufgefallen. Auf halber Strecke dämmerte Green, dass es vielleicht keine brillante Idee war, die gute Seele vom Camp zu entführen, wenn man in diesem Tschernaros gerade Fuß fassen wollte. Also beschlossen sie, Herz zurückzufahren. Dann kamen sie an einem Zugevent in Elektro vorbei. Herz fragte unschuldig, wollt ihr da nicht looten? Die Jungs, neu, motiviert, leicht naiv, natürlich, klar. Sie fragte Andy noch, ob er viel Erfahrung habe. Moderat, sagte er. Er habe früher mal in Tschernaros gelebt und kannte es ein bisschen. Gut, sagt Herz, dann bekommst du jetzt noch eine kleine Lektion. Sie stiegen aus, verschwanden im Zug. Herz setzte sich auf den Fahrersitz. Zündkerze drin, Batterie drin, lief. Motor an, Gang rein, weg. Sie fuhr davon. Sie funkte ins Camp, dass sie die Olga nach Hause bringen würde. Green würde schon verstehen, was das bedeutete. Sie parkte das Fahrzeug in seiner Garage, Basti gab den Code, die Olga stand sicher. Am Ende holten die Jungs die Olga wieder ab und fuhren in Richtung Airfield. Kein Drama, kein Krieg, nur eine spontane Gegenentführung einer Olga als pädagogische Maßnahme. Nebenbei pflanzte Yannick und Kalle gefühlt 3 Unterstände voll mit Kürbissen, weil ihnen langweilig war und Yannick noch immer einen über den Durst getrunken hatte. Herz fragte, ob das wirklich sein müsse. Die Camps sollten ja nicht zu groß werden. Aber Yannick war vermutlich schon so tief im Kürbisrausch, dass er strategische Argumente nicht mehr hörte. Die Saarländer kamen noch vorbei. Man half sich, man tauschte, man redete. Und so endete der Donnerstag. Freitag, der 20.02.2026. Raider-Träume. Der Freitag begann erstaunlich unspektakulär. Gravedigger meldete eine Baustellenlampe mitten auf der Straße in Beresino. Er räumte das Ganze weg. In Prigorodki wurden unterdessen die Kürbisunterstände von Selina entdeckt. Kalle und Yannick hatten am Vortag eindeutig zu viel Freizeit gehabt. 3 Unterstände voll Kürbisse, als würde man eine Gemüsekommune gründen wollen. Langeweile war in Tschernaros manchmal gefährlicher als jede Granate. Ich beobachtete einen Überlebenden mit Zelt, der durchs Camp lief. Green tat es ebenfalls vom Turm aus. Arthur hatte sich eine kleine Base gebaut, eine bescheidene Bleibe, kein Größenwahn, kein Turm, keine Festung, einfach ein Ort zum Ankommen. Wir gönnten es ihm. Am schwarzen Brett tauchten die Buchstaben M2 auf. Niemand wusste so recht, was das bedeuten sollte. Vielleicht ein Code, vielleicht nur Langeweile. Am Lagerfeuer erzählte Herz die Geschichte von den Wildhunden und die von Anansi und dem Teerjungen. Henrik hatte ihr außerdem eine Geschichte weitergegeben, die sie nun erzählte, als Warnung, wohin es führen konnte, wenn man aufgab, was wir hier hatten. Gemeinschaft. Später fielen Schüsse im Industriegebiet von Prigo. Man suchte. Man fand keinen Schützen, nur ein Boot. Henrik und Green fuhren mit Selina und Herz auf eine kleine Spritztour. Selina war vorsichtig. Wenn wir in einer Stunde nicht zurück sind, sucht uns.
Das war am Ende aber wirklich nur ein Ausflug zur Gefängnisinsel. Dort war noch alles verbarrikadiert. Alle Strukturen von den Silbertschechen, ich meine natürlich den Silberfischen und Mischa. Lebendige Geschichte vor Ort sozusagen. Man kehrte zurück. Loot wurde verteilt, Alltag. Am Camp tauchte ein Neuling auf, Norman. Er hatte wohl noch Kollegen, aber mit denen hatte man bisher nichts zu tun gehabt. Man sprach mit ihm, tastete ab. Neue Gesichter bedeuteten immer neue Möglichkeiten oder neue Probleme. Kalle und Selina brachten Norman nach Last Hope. Green fuhr zu Prison Island und dort begann sich etwas zu verändern. Green wollte offenbar seine Raider-Karriere starten. Zusammen mit Kalle und Henrik machte er sich daran, die Gefängnisinsel aufzuraiden. Kein großes Drama, kein epischer Krieg, eher ein Mal sehen, wie sich das anfühlt. Und so endete der Freitag mit jemandem, der vielleicht beschloss, die Seite zu wechseln, zumindest für einen Moment. Cernaros blieb in Bewegung. Samstag, der 21.02.2026, der falsche Samariter. Der Samstag begann mit einer Meldung, bei der man kurz glaubte, man hätte sich verhört. Green tauchte am Camp auf, in roter Sanitäteruniform und erklärte, er sei neu an der Küste gelandet. Begründung, er sei mit Menschenfett gefüttert worden. Von Cripsy. Wir starrten ihn ungläubig an. Er behauptete, es sei tatsächlich Menschenfett gewesen. Er habe Kuro bekommen und sich daraufhin selbst umgebracht. Ob das wirklich stimmte, ließ sich nicht sofort klären, denn zu einem Gespräch mit Cripsy kam es an diesem Tag nicht. Ich konnte es mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, aber die Regel wurde nochmal klar ausgesprochen. Iss nie fremdes Fett, es könnte Mensch sein. Und daher hat Fett generell am Camp nichts verloren, außer vielleicht in Fackeln. Cernaros hatte genug Wege, uns verrückt zu machen. Man musste das nicht noch aktiv beschleunigen. Selina brachte Rios Fass nach Prigorodki. Vielen Dank an der Stelle. Er hat es beim Zugevent versteckt. Yannick begrüßte Plissim und seinen Freund am Brunnen in Prigorodki. Offenbar waren sie wieder da, die Schweizer Garde. Oder zumindest ein Teil davon, inklusive einem neuen Rekruten, wie Plissim ihn nannte. Manche Gruppierungen verschwanden nie ganz. Sie machten nur eine kurze Pause. Dann eskalierte es auf Prison Island. Kalle erwischte dort einen Raider und dieser Raider trug rote Sanitäteruniform und eine blaue Armbinde. Herzoptik, 1:1, naja fast. Es stellte sich raus, es war Green, also der neue Green. Er versuchte tatsächlich in Herzklamotten eine Base zu raiden. Der Funk explodierte. Kalle sagte ihm sehr deutlich, er solle die blaue Armbinde sofort abziehen und dann zerschoss er sie und warf sie ins Meer. Besser so, denn ich brüllte in den Funk, wenn er die Armbinde nicht sofort auszieht, bin ich in 15 Minuten dort und blas ihm den Schädel weg. Die False Flag Nummer war beendet. Aber sie hatte Eindruck hinterlassen. Später wurde der Herz-Raider, wie wir ihn nannten, am Camp von Selina zur Rede gestellt. Green zeigte allerdings erstaunlich wenig Schuldbewusstsein. Für ihn war es offenbar kein Problem, mit blauer Armbinde und Sanitäteruniform eine Basis zu raiden. Hat sich halt so gefunden. Habe alles gefunden und einfach angezogen. Ja klar, meine Kugel findet auch gleich mal was. Dein Kopf, direkt zwischen deine Augen. Aber man riss sich zusammen. Noch. Am schwarzen Brett tauchte ein Pi auf für Pinky. Kreativ war man immerhin. Heinzi war ebenfalls wieder am Camp und wurde begrüßt, aber Herz war leider nicht da. Und dann, nachts am Lagerfeuer, als Plissim und sein Rekrut dort saßen, stürmte plötzlich ein Guatemalteke mit einer AK ins Camp. Er hatte Pech. Ich war da, nicht Herz. Ich rief ihm sofort zu, er solle die Waffe wegstecken. Keine Reaktion. Dann zog ich meine Waffe und brüllte, er solle die Hände heben, auf Englisch. Wieder keine Einsicht. Aber er bekam es mit der Angst zu tun und rannte. Das war das Dümmste, was er tun konnte. Mein Schuss traf seinen Rücken, dann sein Bein. Er fiel und verlor das Bewusstsein. Ich nahm ihm seine Waffen ab und als er wieder zu sich kam, brüllte ich ihm zu, er solle liegen bleiben. Gezielt fesselte ich ihn mit meinen Handschellen und durchsuchte seine Taschen. Sie waren wie ein Munitionslager für einen Kleinkrieg. Tonnenweise Munition für seine Mosin und seine AK. Granaten hatte er auch. Zum Angeln war er definitiv nicht da. Wir brachten ihn ans Feuer und versuchten mit ihm zu reden. Das war schwierig, weil sein Englisch kaum für eine Minimalkommunikation reichte. Mit Zeichensprache und kurzen Sätzen und zurückgekehrter Geduld schafften wir es trotzdem, ihm klarzumachen, dieses Camp war kein Schießstand. Es stellte sich heraus, dass er der Typ war, der in Svetlojansk schon auf Kalle geschossen hatte. Manche Leute lernen einfach nicht. Am Ende ließen wir ihn aber laufen. Er bekam sogar was zu essen und seine Waffen zurück, ohne Munition. Man muss ja nicht übertreiben. Kalle und Yannick kamen noch dazu. Andy war am Camp und Green stellte sich als sein Opa heraus. Ich war mir noch immer nicht sicher, ob sie mich nicht verarschten, aber na gut. Er kam mit dem Auto, wartete angeblich auf seinen Cousin Ian. Selina und ich fuhren später zum Tscherno-Krankenhaus, looteten Verbände und füllten den Witwenmacher mit Teddys. Warum? Weil man in dieser Welt manchmal einfach Kontraste brauchte und wir das Militärzelt in der BBA wieder neu befüllen wollten.
Basti und Davos besuchten uns. Kalle, Andy und Green hatten noch einen Unfall mit der Olga in Bohr, aber auch das ließ sich regeln und am Abend besuchte uns noch der Schatten und half ein bisschen bei unserer Teddy-Aktion. Und dann blieb da noch diese eine Frage: Warum trug ich eigentlich eine blaue Armbinde, wenn ich offiziell kein Samariter mehr war? Ganz einfach. Versucht mal, sie mir abzunehmen. Sonntag, der 22.02.2026. Fallen und Code-Chaos. Der Sonntag begann vergleichsweise ruhig. Selina und Pinky fuhren Zugevents ab und landeten schließlich in Elektro. Dort trafen sie ein namenloses Bambi. Später stellte sich heraus, es war Doodle. Ja, genau, der Doodle, der mit der Verzerrung des Spiels und so weiter. Mit seinen Freunden Sven und Smash Bros. Oder so war er unterwegs. Naja, an diesem Tag machte er offenbar eine Ausnahme und bediente sich am Camp. Nun ja, passierte. Dann fielen Schüsse von Mount Wolfgang. Laut, nicht direkt auf Herz, aber deutlich hörbar. Baitschüsse? Vielleicht. Herz ignorierte sie zunächst, bis sie am Camp eine Sprengfalle entdeckte. Eine scharfe Granate direkt neben dem Turm, eine zweite Falle am anderen Ausgang mit Flashbang. Wunderbar. Es gab viele Arten von Scheißigkeiten in Tschernaruss. Unterstände abbauen, am Weihnachtsabend raiden, Zeug auf den Boden droppen. Aber Camps vermieden? Echt jetzt? Das war so ziemlich weit oben auf der Liste. Zum Glück entdeckte Herz die Fallen rechtzeitig, entschärfte sie und stellte sofort eine Verbindung zu dem Schützen am Berg her. Feuerte munter weiter. Also beschloss sie, selbst ein kleines Theaterstück aufzuführen. Sie rannte bewusst zurück ins Camp durch das Tarnnetz, als wäre sie in die Falle geraten. Hinter der Wand schoss sie sofort auf einen Gaskanister. Der Knall hallte durchs Tal und tatsächlich, der Sniper hörte sofort auf zu schießen, als wäre sein Ziel erfüllt. Dann war er verschwunden. Interessant. Später kam es zu einem kleinen Zwischenfall der Kategorie eigene Dummheit. Ich war am Vortag offenbar nervös gewesen und hatte mich bei den Turmcodes verhaspelt. Ergebnis: Herz kam nicht in den Turm. Selina hätte zwar rausgekonnt, aber käme da nicht mehr rein. Man wollte mich nach den Codes fragen, aber ich war gerade nicht mehr verfügbar. Passiert. Und dafür war der Turm jetzt sicher und nicht jeder Hinz und Kunz konnte da rein. Herz spendete später Blut. Ulrich brachte eine Granate vorbei, die er in Überraschung einer Ersten-Hilfe-Tasche gefunden hatte. Wieder so ein Detail, das Fragen aufwarf. Wer platzierte eigentlich ständig diese Dinge? Green kam auch wieder vorbei und sagte, er sei von Cripsys Scheune ausgekommen. Aber ich war skeptisch. Vielleicht hatte er ja was mit dem Schützen auf dem Berg zu tun. Zumindest sah er ihm ähnlich, denn Herz hatte hinter der Wand noch einen Blick auf ihn erhaschen können. Aber sicher waren wir uns nicht. Man sollte aber vorsichtig sein. Pinky und Selina fuhren nach Krasnostav, um Medizin zu besorgen. Carla J. brachte Nägel für die Nagelwette, denn es gab ja noch offene Wetten, ob der Raid in Novo stattfinden würde oder nicht. Er hatte stattgefunden, also mussten die Wetteinsätze ausgezahlt werden. Ordnung war Ordnung. Leander, ein Freund von Ludwig, tauchte am Camp auf, ein alter Bekannter von Herz. Aber es war lange her, man sprach kurz. Green brachte einen Rucksack und Fleisch. Jamet sammelte Bratäpfel und später fuhr er mit Pinky Konvois ab. An der BBA wurde Lukas von Kalle aufgegabelt, ohnmächtig, mit Blutarmut. Herz kam gerade an, als er vor Kalle zusammenbrach. Kalle hob die Hände. Ich war's nicht. Und tatsächlich, Lukas war ganz von allein umgekippt. Herz reanimierte ihn, brachte ihn ins Camp und versorgte ihn mit einer Blutspende. Dabei stellte sich raus, Lukas war der Gilly auf dem Kran gewesen, der damals auf Carla J. geschossen hatte. Nur hatte er sich da Luke genannt. Kleine Unterschiede, große Verwirrung. Man kam ins Gespräch. Er fragte, wo man sein Auto bekommen könne. Kalle meinte, alle seien vergeben und in einer riesigen Base geparkt. Herz widersprach. Die riesige Base hatte bereits Autos abgegeben. Und da Shanky sich verabschiedet hatte, stand eine Entscheidung im Raum. Also beschloss sie, Jochen, also Hoffnung 5.0 oder 6.0, man verlor irgendwann die Übersicht, Lukas und seinem Freund zu geben. Der Freund nannte sich übrigens Acid Squid. Er erinnerte sich an Herz. Er hatte wohl mal eine verwirrende Huhn-Verkaufssituation bei ihr gehabt, bei der er in Panik weggelaufen war und sogar in ihre Richtung geschossen hatte. Missverständnisse klärten sich. Am Ende wurde Jochen übergeben. Der rote Saka rollte aus dem Camp und überlebte sogar den Server-Restart. Kalle und Herz hatten kurz befürchtet, Tschernaruss würde sich wieder einen Scherz erlauben, tat es aber nicht. Später wurde Bastis Fahne in Dubrovo geklaut. In Krona an der Taverne wurden Unterstände abgebaut und man fragte sich, woher diese plötzliche Feindseligkeit kam. Und so endete der Sonntag und eine Woche, die eigentlich eine Spezialfolge verdient hätte. Naja, hat sie jetzt ja auch bekommen. Aber Tschernaruss fragt ja nie, ob es zu viel war. Es macht einfach. Fazit. Und damit, liebe Funker, Flaggenwechsler, Kürbisbauern, Möchtegern-Ritter und Teilzeiträcher, das war sie diese Woche. Eine Woche, in der nicht nur geschossen, sondern auch Rollen vertauscht wurden, in der aus Enttäuschung Eskalation wurde, in der jemand glaubte, man könne mit blauer Armbinde und roter Uniform einfach raiden und in der anderen merkten, dass Rache sich schnell gegen die Falschen richtet.
Schmetterling und Zora wollten ein Zeichen setzen. Green wollte ausprobieren, wie weit er gehen konnte, oder hatte sich nicht genug Gedanken gemacht. Und wir standen dazwischen und mussten mal wieder entscheiden, wo Hilfe aufhört und Haltung anfing. Novo wurde gehalten, Camps wurden getestet, Fallen wurden gelegt und am Ende wurde trotzdem ein Auto verschenkt. Vielleicht ist das der Unterschied. Wenn ihr mich sucht, ich sitze am Feuer, überprüft die Funkfrequenz und fragt mich, wer hier eigentlich gerade auf welcher Seite spielt. Nummer 371. Ende.